Servus Leute, auf speziellen Wunsch werden wir heute wieder meine Mörtelmischung testen, und zwar die da hier. Und dann werden wir auch mal sehen, ob das Ganze eine Alternative zum teuren Designmörtel sein kann. Ich hatte nämlich kürzlich über Instagram einen Zuschauer angeschrieben, der wollte wissen, ob man mit so Bodenausgleichsmasse aus dem Baumarkt auch kleine Betonelemente wie zum Beispiel Tischplatten gießen kann. Und da ich das selber noch nicht probiert habe und es mich jetzt auch interessiert, werden wir das heute testen. Für den Test habe ich mir jetzt hier im Baumarkt mal eine Bodenausgleichsmasse besorgt und die heißt die Dicke, 3 bis 30 mm. Also unter dem Namen würde ich mir jetzt zwar ein bisschen was anders vorstellen, aber naja, egal. Hier geht es wahrscheinlich um die mögliche Gießhöhe. Die geht ja bei dem Produkt hier von 3 bis 30 mm. Es gibt andere Gießmassen, da kann man zum Beispiel nur bis 10 mm gießen. Und es gibt auch Massen, da kann man bis 80 mm gießen. Also in dem Fall wahrscheinlich hier deshalb die Dicke, vermute ich zumindest. Ich habe mir jetzt hier gerade schon mal ein bisschen das Produktdatenblatt angeschaut. Die Masse ist auf Zementbasis, das ist schon mal wichtig für die Witterungsbeständigkeit und Feuchtigkeit. Und die Verarbeitungszeit, ja, die ist ziemlich knapp, die liegt nämlich bei 20 Minuten. Da müssen wir uns ranhalten bei der Verarbeitung. Und die Begehbarkeit ist schon nach 4 bis 6 Stunden gegeben. Also das scheint ein ziemlich schnell aushärtender Mörtel zu sein. Ja, jetzt wissen wir doch schon mal mehr. Das Gute an so Vergussmörteln ist, dass sie meistens ziemlich feinkörnig sind. Hier steht jetzt zwar nichts drauf, wie groß das Maximalkorn ist, aber ich gehe davon aus, dass es auch ziemlich feinkörnig sein wird. Werden wir dann gleich sehen. Dadurch lässt sich der Mörtel natürlich ziemlich einfach anmischen und auch gut verarbeiten, weil er in den meisten Fällen selbst nivellierend und auch selbst verdichtend ist. Ob das jetzt hier auch so ist, weiß ich noch nicht, aber das werden wir jetzt dann gleich sehen. Das einzige Problem bei der Sache ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass wenn man mal mit solchen Designmörteln oder auch mit selbstverdichtenden Betonmischungen gearbeitet hat, man überhaupt keinen Bock mehr hat, mit der groben Estrich-Fertigbetonmischung aus dem Baumarkt zu arbeiten, weil es halt einfach ein Unterschied ist wie Tag und Nacht bei der Verarbeitung. Aber ja, das kann man erst wirklich beurteilen, wenn man mal selber mit solchen Mischungen gearbeitet hat. Ja, das ist wirklich so, aber letztendlich ist es dann auch eine Frage des Geldes, weil solche Mischungen sind natürlich deutlich teurer als irgendwelcher Estrichbeton aus dem Baumarkt. Und wenn man dann größere Projekte hat, ja, da muss man schon überlegen, weil dann ist es schon nicht unerheblich, der Kostenfaktor. Jetzt reden wir aber nicht mehr lange rum, mischen uns den Mörtel mal an, schauen, wie er sich verarbeiten lässt und was er kann. Das Ganze ist ja auch wieder eine Fertigmischung, da muss man lediglich Wasser zugeben, umrühren und dann kann man schon mit dem Betonieren loslegen. Ja, zum Anmischen kann man da entweder den Handmischer verwenden, so wie ich das mache, oder man kann auch einen Betonmischer oder einen Zwangsmischer verwenden. Das ist egal, da sind alle Varianten möglich. Und wie ihr seht, lässt sich der Mörtel auch ganz einfach anmischen, nicht so wie der grobe Estrichbeton, da hängt man immer ganz schön dran. Ja, das liegt daran, dass der Mörtel halt einfach viel feinkörniger ist. Zur Armierung habe ich dann noch Glasfasern dazugegeben. Ja, bei manchen Mischungen sind die Glasfasern schon enthalten, hier nicht. Deswegen habe ich sie so noch beigemischt. So, den Mörtel habe ich mir soweit angemischt. Ich habe mir jetzt hier auch schon eine Gießform vorbereitet. Damit will ich eine kleine Tischplatte simulieren. Und die Oberfläche habe ich mit einem Trennmittel behandelt. Ja, dann können wir eigentlich auch schon mit dem Gießen beginnen. Ja, mit solchen Mischungen, da macht das Arbeiten einfach Spaß. Ihr seht, der Mörtel ist ziemlich fließfähig, breitet sich von selbst in der Schalungsform aus. Es liegt auch daran, dass der Mischung, ich gehe davon aus, schon in Pulverform Fließmittel beigemischt wurde. Und ja, das ist einfach eine ganz andere Arbeit wie mit Estrichbeton. Aber auch das kann man nur nachvollziehen, wenn man selber mal mit solchem Material gearbeitet hat. Ihr könnt mir da gerne mal eure persönlichen Erfahrungen mitteilen. Was bei solchen feinkörnigen Mischungen nicht ganz so einfach ist, ist die Verwendung von Armierungsgeweben, so wie ich das jetzt gerade hier verwende, ja, weil es eben im Beton immer wieder aufschwimmt. Das ist bei gröberen Mischungen deutlich einfacher, aber da ich hier ein ziemlich engmaschiges Gewebe verwendet habe, funktioniert es auch so. Aber ja, das ist nicht ganz unproblematisch bei solchen feinen Mischungen. Das Gießen hat reibungslos funktioniert, habt ihr ja gesehen. Das hat sich alles schön selbst nivelliert und auch selbst verdichtet. Die Reste, die ich noch übrig gehabt habe, habe ich jetzt hier mal noch in den Becher gefüllt als Test. Da habe ich jetzt die maximale Gießhöhe natürlich extrem überschritten. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann verhält. Jetzt lassen wir erstmal alles aushärten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich schon wieder. 24 Stunden sind um. Weiter geht's. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. Die Oberfläche ist schon mal komplett glatt, ohne irgendwelche Lufteinschlüsse. Ja, das ist eine saubere Sache. Aber entscheidend ist ja, wie die Platte auf der Sichtseite aussieht. Und das werden wir auch gleich wissen. Die Platte haftet ganz gut an. Ja, so.
Ja, die Oberfläche schaut gut aus, die ist makellos, muss man sagen. Ich zeige euch das Ergebnis gerade mal ein wenig genauer. Also da ist keine Pore auf der Oberfläche, arschglatter Sichtbeton, glatt wie ein Babypopo. Nice. Und dann schauen wir uns auch gleich mal noch das Ergebnis von dem massiven Guss an. Die Oberfläche ist auch glatt wie Kunststoff und es zeichnet sich auch 1:1 jede Prägung hier in dem Kunststoffbecher ab. Ja. Um die Tests durchzuführen, die ich geplant habe, habe ich jetzt nochmal 24 Stunden gewartet und jetzt schauen wir uns mal die Eigenschaften von dem Material an, die ich für wichtig befinde. Zum einen ist für mich die Farbe interessant, die das Material dann hat. Und das ist hier ein ganz, ganz helles Grau, fast schon weiß, würde ich sagen. Die dunkleren Stellen, da ist noch Feuchtigkeit in der Oberfläche enthalten, aber die wird auch noch verschwinden und dann wird es hier einheitlich in diesem Farbton. Also für klassischen Sichtbeton wäre es mir fast schon ein bisschen zu hell, aber da kann man ja entsprechend Pigmente dazugeben, wenn man das möchte. Dann möchte ich mal testen, wie es mit der Feuchtigkeitsaufnahme aussieht, ob dem Mörtel irgendwelche Zusätze zugegeben worden sind, dass er wasserundurchlässig ist oder ob es normal ist. Schauen wir mal. Also die ist normal, wie es bei Beton üblich ist. Ich würde sagen, da sind keine extra speziellen Zusätze drin. Was auch immer interessant ist, ist die Belastbarkeit von dem Mörtel. Da habe ich jetzt leider in dem Produktdatenblatt überhaupt nichts gefunden. Da waren keine Angaben dabei und deswegen werden wir es jetzt halt einfach mal so mit Gewicht testen. Normalerweise braucht der Mörtel ja 28 Tage, bis es seine Nennfestigkeit erreicht hat. Jetzt haben wir hier 2 Tage, aber das sind meistens auch schon 70 bis 80% dann erreicht und deswegen werden wir jetzt hier mal einen einfachen Test durchführen. Das sind ja jetzt hier auch keine wissenschaftlich fundierten Belastungstests, die wir jetzt hier machen. Deswegen schauen wir einfach mal mit Gewicht. Also das sind jetzt insgesamt 23 Kilo. Das ist jetzt bei der 2 cm starken Platte noch überhaupt kein Problem. Ja, mehr Gewicht habe ich nicht. Dann werde ich mich jetzt mal draufstellen müssen mit 84 Kilo. Schauen wir mal. Halt, stopp Leute, spontane Planänderung. Ich konnte gerade eben meine Frau dazu überreden, dass sie als Zwischengewicht fungiert. Die wiegt 50 Kilo und das werden wir zuerst mal testen. Wir wollen dem Mörtel ja schließlich eine Chance lassen und wenn das nicht reicht, dann komme ich. Also, los geht's. Okay. Die Platte hält. Hätte ich nicht gedacht. So, dann schauen wir mal. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, jetzt ist sie leicht gebrochen. Jetzt sieht man es hier auch. Hier sind jetzt mehrere leichte Risse. Aber ja, war doch stabiler als gedacht. Dann kommen wir mal noch zu meinem kurzen Fazit und zur Beantwortung der Zuschauerfrage. Ich meine, ich muss da jetzt nicht mehr viel erzählen. Ihr habt ja alles gesehen, ich habe es getestet. Aber ich sage, für solche kleinen Tischplatten ist es auf jeden Fall geeignet, auch wenn man solche kleinen Betonteile gießen will. Auch wenn sie höher sind als 30 mm, das funktioniert auch. Und die Oberfläche ist schön glatt und belastbar ist es auch. Das habt ihr gesehen, da war ich sogar selber ein bisschen erstaunt. Das Einzige, was aus meiner Sicht dagegen spricht, ist der Preis, weil da kosten nämlich 20 Kilogramm fast 20 € und es war jetzt noch nicht einmal die teuerste Bodenausgleichmasse, das war eher eine von den günstigen. Da ist nach oben noch einiges drin. Ja, da kann man sich eigentlich dann auch schon irgendwelche Vergussbetonmischungen oder so im Fachhandel holen. Da ist es preislich kein großer Unterschied. Das Einzige, man kommt halt relativ schnell ran, weil man es in jedem Baumarkt holen kann. Aber sonst, ja, weiß auch nicht. Sagt mir dazu. Damit wären wir dann schon wieder am Ende. Wenn ihr mal irgendein Produkt habt, was ich testen soll, gebt mir einfach Bescheid. Ich hoffe, dass es wieder ein wenig interessant war für euch. Und ja, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.